Ähnliches zu fordern. Ich frage Sie aber konkreter. Sollten sich mehr noch als die Bürger, gerade ihre gewählten Vertreter, nicht viel mehr um ein neues Staatsverständnis bemühen? Und um welches Staatsverständnis? Ja, auch da erlauben Sie mir vielleicht ein bisschen ausweichend zu antworten. Man kann sich eigentlich nicht um ein Staatsverständnis bemühen, sondern ein Staatsverständnis wächst aus den Herausforderungen des Lebens. Und da werden wir sicherlich in Zukunft ganz neue Herausforderungen meistern müssen, und dann wird auch das Staatsverständnis sich ändern. Verehrte Zuschauer, die Sendereihe Faszinierendes Weltall setzen wir heute fort mit der 4. Folge Astronomen und Fernrohre. Der Autor und Moderator der Sendung, Werner Büdler, gibt Ihnen auch diesmal wieder praktische Hinweise für all diejenigen, die sich anregen lassen, die Astronomie zu ihrem Hobby zu machen. Fernrohre sind Instrumente, deren hervorstechende Eigenschaften in der Sammelwirkung des Lichtes und in der Vergrößerung bestehen. Je größer der Durchmesser der optischen Auffangfläche eines Fernrohrs ist, umso mehr Licht sammelt das Instrument. Gleichzeitig entscheidet dieser Durchmesser aber auch über die anwendbare höchste Vergrößerung. Seit der Erfindung des Fernrohrs im Jahre 1610 ging das Bestreben von Optik und Feinmechanik deshalb stets dahin, immer größere, leistungsfähigere Geräte zu bauen. Bau eines Fernrohrs bei der Firma Zeiss in Oberkochen. Dies ist die Montierung, die es möglich macht, das Fernrohr den Sternbewegungen folgen zu lassen und es auf verschiedene Himmelsobjekte einzustellen. Auf dem Cala Alto in Andalusien im Süden Spaniens soll es aufgestellt werden. Es ist das 3,5 Meter Spiegelteleskop des Heidelberger Max-Planck-Instituts für Astronomie, das dort am Deutsch-Spanischen Astronomischen Zentrum errichtet werden soll. Hier die Fassung des Spiegels, in die er später eingesetzt wird. Zurzeit ist er noch in der optischen Erprobung. Das sind die Tubusrohre des offenen Fernrohrs, das hier schon einmal zusammengebaut war, dann wieder zerlegt wurde und Ende 1981 nach 5-jähriger Bauzeit nach Spanien transportiert wird. In einem anderen Raum werden an dem Kernstück des Instruments, dem Spiegel, letzte optische Prüfungen vorgenommen. Der Schliff musste mit äußerster Präzision vor sich gehen. Der Spiegel wird in einem Prüfraum oberhalb des Schleifraums durch diesen Schacht auf seine optische Güte geprüft. Dies ist ein Spiegelfernrohr auf der Wilhelm-Förster-Sternwarte in Berlin. Diese Sternwarte ist primär für das breite Publikum bestimmt. Deswegen haben wir sie auch als Aufnahmeort für unsere Serie ausgesucht. Gelegentlich allerdings werden die Instrumente hier auch für die Forschung benutzt. Dieses Spiegelfernrohr hat einen Hauptspiegel von 75 cm Durchmesser und eine Brennweite von 2¼ Metern. Nicht so wichtig, aber es wird sehr häufig danach gefragt, ist die Vergrößerung des Instruments. Sie beträgt 40- bis 400-fach. Gelegentlich kann man die Objekte auch mit 1000-facher Vergrößerung betrachten. Und hier ist das Einblickende des Fernrohrs.
Das Fernrohr kann natürlich für die unmittelbare, die sogenannte visuelle Beobachtung benutzt werden, aber man kann auch mit ihm fotografieren. Das ist eine der Kameras, die man dazu benutzt. Diese Kamera wird dann hier oben an diesen Flansch angesetzt. Außerdem haben wir an dem Instrument hier noch eine Fernsehkamera. Mit ihrer Hilfe werden die Bilder auf einen Schirm übertragen, sodass mehrere Leute die Objekte gleichzeitig betrachten können. Sterne bis zur 20. Größenklasse sind mit diesem Fernrohr noch erreichbar. Beim Spiegelteleskop werden die Strahlen des betrachteten Objekts von einem Hohlspiegel aufgefangen, der sie zurückwirft und dabei in seinem Brennpunkt zusammenführt. Wie weit weg der Brennpunkt liegt, wie lang also die sogenannte primäre Brennweite des Spiegels ist, hängt dabei von der Krümmung dieses Spiegels ab. Kurz vor dem Brennpunkt sitzt ein kleiner Spiegel, der die Lichtstrahlen, die vom Hauptspiegel kommen, auffängt, bei diesem Fernrohr seitwärts ausleitet und auf das Okular, die betrachtende Lupe, lenkt. Es gibt auch noch andere Arten von Spiegelfernrohren, doch mit diesen Feinheiten wollen wir uns nicht weiter beschäftigen. Wir wollen uns jetzt einmal der Praxis zuwenden, wollen sehen, was uns das Fernrohr am Himmel zeigt. Dazu allerdings wollen wir rübergehen in die große Kuppel der Wilhelm-Förster-Sternwarte. Nachtbeobachtung am 32 cm Linsenfernrohr der Sternwarte. Eine Besuchergruppe hat sich eingefunden. Gespannt warten sie auf die Objekte, die ihnen der Führungsleiter zeigen wird. Das ist das Sternbild des Großen Wagens, auch Großer Bär genannt, wie man es mit bloßem Auge am Himmel sieht. Wir zeigen die Konstellation hier am Firmament des Berliner Planetariums. Hier die aufprojizierte Figur dieses Sternbildes, Großer Bär. Und hier als Himmelswagen oder Großer Wagen. Das sind die beiden Hinterräder des Gefährts. Und hier die Vorderräder. Dies ist die Deichsel des Wagens. Das ist Mizar. Wer ein gutes Auge hat, kann neben Mizar noch einen kleinen Stern sehen. Alcor, das Reiterlein. Ein Blick auf Mizar durch das Fernrohr bei starker Vergrößerung. Diese Zeichnung zeigt den Anblick der beiden Sterne durch das Fernrohr. Links erkennen wir den Hauptstern Mizar, der jetzt zu einem doppelten Stern geworden ist. Rechts, weit getrennt von Mizar, steht Alcor, das Reiterlein. Alcor und Mizar stehen nur scheinbar beisammen. In Wirklichkeit ist Alcor viel weiter von uns entfernt als Mizar. Zwischen ihnen steht sogar noch ein anderer, noch weiter entfernter Stern. Der Blick durch das Fernrohr zeigt Mizar als Doppelstern, das heißt, als zwei Sonnen, die sich umkreisen. Zu einer solchen Umkreisung brauchen sie allerdings über 1000 Jahre. Die Plejaden am Himmel des Planetariums, das Siebengestirn, ein kleiner, offener Sternhaufen. Und hier der Anblick durchs Fernrohr. Wieder wird das Instrument auf ein anderes Objekt gerichtet. Das ist der Kugelsternhaufen im Herkules. Er ist mit bloßem Auge nur als schwaches Lichtfleckchen am Himmel erkennbar. Im Fernrohranblick aber, und noch mehr in dieser Fotografie, offenbart er seine wahre Pracht. Er besteht aus etwa 30.000 Sternen, die in 34.000 Lichtjahren Entfernung von uns stehen. Noch ein weiteres Beispiel für interessante Himmelsobjekte. Dieses Mal wollen wir aus unserem eigenen Milchstraßensystem hinausblicken, 2 Millionen Lichtjahre weit. Der Andromeda-Nebel ist unser Zielobjekt. Hier ist er in der Fotografie. Ein Objekt, das wir bereits kennengelernt haben, ein fremdes Milchstraßensystem.
Systeme wie ihn gibt es Tausende. Wir haben bei dieser kurzen Exkursion über das Firmament mit dem Fernrohr eine ganze Reihe neuer, interessanter Tatsachen kennengelernt. Es wird Ihnen sicher aufgefallen sein, sowohl bei der Betrachtung des Himmels im Planetarium als auch bei unseren Darstellungen von Objekten am Firmament, dass die Sterne keineswegs alle gleich hell sind, sondern dass in den Helligkeiten große Unterschiede bestehen. Es gibt sehr helle Sterne, Sirius, der Hauptstern des großen Hundes, ist ein Beispiel dafür. Und es gibt eine sehr große Zahl so schwacher Sterne, dass sie an der Sichtbarkeitsgrenze für das bloße Auge liegen. Das ist eine Tatsache, die natürlich auch unseren Vorfahren nicht verborgen geblieben ist. Vor Jahrhunderten und Jahrtausenden hat man das bereits gewusst. Im Jahre 140 vor Christus hat der Grieche Hipparch einen Sternkatalog, ein Sternverzeichnis zusammengestellt. Soweit wir wissen, ist es das erste seiner Art. Und in diesem Verzeichnis hat er nicht nur die Positionen der Sterne am Firmament gezeigt, sondern er hat gleichzeitig auch ihre Helligkeiten angegeben. Er hat die Sterne unterteilt in 6 Helligkeits- oder Größenklassen, wobei der Begriff Größe in diesem Zusammenhang nicht das geringste über die tatsächliche Größe, also die Ausmaße eines Sterns aussagt, sondern eine reine Helligkeitsangabe ist. Das Sternverzeichnis des Hipparch ist uns nicht überliefert. Wir wissen nur indirekt durch Berichte von ihm. Aber diese Methode der Unterteilung der Sterne in Größenklassen hat man entsprechend verfeinert beibehalten bis auf den heutigen Tag. Und wenn man einen moderneren Atlas betrachtet wie diesen hier, dann kann man sehen, dass auch hier die Sterne noch durch verschieden große Scheiben in unterschiedliche Größenklassen eingeteilt sind. Das Gleiche ist natürlich der Fall bei Sterngloben, wie wir hier ein Beispiel haben. Auch hier sind die Sterne verschiedener Helligkeiten unterschiedlich markiert. Auch bei dieser Darstellung haben wir die Größenklassen unterschieden. Hier im Sternbild Orion etwa, die Gürtelsterne sind alle von der 1. bis 2. Größenklasse, während das hier Sterne der 3. und 4. Größenklasse sind, ebenso diese Sterne dort oben. Als Hipparch dieses System der Größenklassen einführte, da war es natürlich zunächst noch außerordentlich roh, denn Hipparch hatte ja nur das bloße Auge zur Verfügung, um Helligkeitsunterschiede festzustellen. Später wurde diese ganze Methode verfeinert, die Photometrie wurde eingeführt und damit kam man dann zur Bestimmung nicht nur von ganzen Größenklassen, sondern von Zehntel- und von Hundertstelgrößenklassen. Und man stellte zunächst einmal fest, dass im Hipparchischen Katalog der Unterschied zwischen den einzelnen Größenklassen etwa den Faktor 2,5 betrug. Das heißt also, dass beispielsweise ein Stern 5. Größe 2,5 Mal so hell ist wie ein Stern 6. Größe. Ein Stern 4. Größe ist 2,5 Mal so hell wie ein Stern 5. Größe und so weiter. Oder anders ausgedrückt, ein Stern der 1. Größenklasse ist 100 Mal so hell wie ein Stern der 6. Größenklasse. Diese Skala musste weiterhin noch verfeinert und ausgedehnt werden, denn mit der Erfindung des Fernrohrs stellte man zunächst einmal fest, dass es ja noch sehr viel schwächere Sterne gibt und heute kommt man bis zur 21. und 22. Größenklasse auf den lang belichteten Fotografien der größten Aufnahmen. Andererseits gibt es einige Sterne, die sind heller als die 1. Größenklasse. Und man machte es hier ähnlich wie beim Thermometer. Man führte die 0. Größenklasse und dann zunächst negative Größen ein. Der hellste Fixstern des Himmels, Sirius beispielsweise, hat die Helligkeit minus 1,58 und man kann sogar die Helligkeit des Vollmondes oder der Sonne in diesen negativen Größenklassen ausdrücken. Nun ist aber natürlich die Frage, wie hell ist ein Stern wirklich, den wir am Himmel sehen? Denn das, was wir sehen, sind ja nur die scheinbaren Helligkeiten der Sterne. Man kann deswegen die Frage stellen, ist ein Stern, der uns besonders hell erscheint, ein sehr heller Stern, der sehr weit entfernt ist, oder ist es ein
kleinerer Stern, der weniger Leuchtkraft hat, uns aber dafür näher steht. Um auch hier eine Unterscheidungsmöglichkeit zu finden, hat man die sogenannten absoluten Helligkeiten oder absoluten Größenklassen eingeführt. Man denkt sich in diesem System der absoluten Helligkeiten alle Sterne auf eine Einheitsentfernung von 32,6 Lichtjahre versetzt. Und man rechnet einfach aus, welche Helligkeit sie in dieser gemeinsamen Entfernung von der Erde bzw. der Sonne hätten. Und das ist dann die absolute Helligkeit. Wenn man also etwa einen Stern hat, der sehr weit draußen steht und man rückt ihn gedacht in diese Einheitsentfernung, dann wächst natürlich seine Helligkeit an und seine absolute Helligkeit ist dann größer als seine scheinbare Helligkeit. Umgekehrt bei einem Stern, der der Erde näher steht, wenn der hinausgerückt wird auf diese Einheitsentfernung, dann nimmt die Helligkeit dabei natürlich ab, sodass seine absolute Helligkeit kleiner ist als seine scheinbare Helligkeit. Wenn wir einen Stern großer absoluter Helligkeit haben, dann aber ist natürlich noch immer die Frage, handelt es sich dabei um einen flächenmäßig sehr großen Stern oder ist es ein relativ kleiner Stern flächenmäßig, dessen Leuchtintensität aber enorm hoch ist. Unsere Sonne ist ja nur einer von vielen Sternen. Es gibt Sterne, die sind kleiner und es gibt Fixsternsonnen, die sind größer als unsere Sonne. Unsere eigene Sonne könnte man einordnen als einen mittleren Zwergstern. Es gibt aber Sterne, die übertreffen den Durchmesser unserer Sonne ganz gewaltig. Es sind sogenannte Riesensterne, rote Riesen, wie man sie auch nennt. Und wenn einer dieser Sterne, als Beispiel etwa wollen wir Betelgeuse im Orion wählen, an der Stelle unserer Sonne säße, dann würde dieser Stern mit seiner Oberfläche bis über die Marsbahn hinaus ja fast an die Jupiterbahn heranreichen. Es gibt Sterne, die sind sogar noch größer. Die Flächengröße eines Sterns ist der eine Faktor, der über seine Leuchtkraft entscheidet. Der zweite Faktor ist die Strahlungsintensität, also die Leuchtdichte pro Flächeneinheit. Und sie hängt von der Oberflächentemperatur der Sterne ab. Es gibt Sterne, die sehr intensiv, das heißt mit sehr hoher Temperatur strahlen, und solche, deren Oberflächentemperaturen und damit Strahlungsdichten geringer sind. Man kann das bereits an der Farbe der Sterne erkennen. Wir haben ja bläuliche Sterne, wir haben gelbliche und wir haben rote Sterne. Noch deutlicher allerdings kann man diese Oberflächentemperatur und damit die Strahlungsdichte aus dem sogenannten Spektrum der Sterne ablesen. Das ist ein Farbband, welches man erhält, wenn man das Licht durch ein Prisma, also einen dreikantigen Glasstab, zerlegt. Es beginnt mit dem roten Bereich, das ist der längstwellige Bereich und geht dann über zu kürzeren Wellenlängen, über Gelb, Grün und Blau bis zum Violett. Und hier entscheidet über die Oberflächentemperatur eines Sterns einfach, in welchem Bereich des Spektrums das Strahlungsmaximum liegt, das heißt, wo die meiste Energie abgegeben wird. Dementsprechend unterteilt man die Sterne auch in verschiedene Spektralklassen und das beginnt bei den sogenannten B-Sternen, den heißesten Sternen mit einer Oberflächentemperatur von etwa 21.000 Grad Kelvin. Kelvin ist dabei das Maß für die absolute Temperatur, das heißt, diese Temperatur ist gezählt vom absoluten Nullpunkt, der in der Celsius-Skala bei minus 273 Grad liegt. Die nächsten Sterne sind dann die A-Sterne, weiße Sterne mit Oberflächentemperaturen von 9700 Grad. Ein typischer Vertreter ist Sirius, der Hauptstern des großen Hundes. Und dann geht es weiter zu immer niederen Temperaturen über die F-Sterne, die G-Sterne, die K-Sterne, bis schließlich hin zu den M-Sternen. Betelgeuse ist ein solcher M-Stern wie die meisten roten Riesen mit einer Oberflächentemperatur von nur mehr 3300 Grad. Man kann im Übrigen aus diesem Spektrum auch noch eine Reihe anderer interessanter Informationen ablesen. Wir sehen hier diese dunklen Linien.
Das sind die sogenannten Fraunhoferschen Linien. Und sie sagen uns, welches Element ein solcher Stern enthält. Dort beispielsweise haben wir eine der zahlreichen Wasserstofflinien. Dort ist der Hinweis auf das Element Eisen, dort eine Linie des Heliums. So, nach so viel Theorie nun aber wieder zurück zu den astronomischen Beobachtungstechniken. Guss des 3,6 Meter Spiegelrohlings für das Deutsche Observatorium auf dem Calar Alto in Spanien. Der Spiegel ist aus Cerudur, einer neuen Glaskeramik, die sich bei Temperaturänderungen nur besonders wenig ausdehnt oder zusammenzieht. 703 Tage betrug die Gesamtfertigungszeit dieses Glasblocks von 60 cm Dicke und 16 Tonnen Gewicht. Von den 703 Tagen entfielen allein 481 Tage auf Kühlung und Keramisierung. Hier wird der heiße Rohling nach dem Guss für den Transport in den Kühlofen vorbereitet. Guss und Abkühlung eines so großen Glasblocks verlangen viel Erfahrung und noch mehr Glück. Immer wieder wird der Block fachmännisch begutachtet. Heizspiralen sorgen für eine gleichmäßige Temperatur der Glasmasse. Nur langsam wird diese Temperatur später im Kühlraum zurückgenommen, denn zu schnelles Abkühlen kann zum Zerspringen des Rohlings führen oder ungewollte Spannungen in ihm verursachen. Der Transport zum Kühlraum muss schnell und unter Wärmeschutz vor sich gehen. Der Rohling ist in dem Raum angekommen, in dem er langsam abkühlt und erstarrt. Er kann jetzt von seiner Form befreit werden. Das Glas ist zwar noch sehr heiß, aber bereits fest genug. Dennoch strahlt es eine so unerträgliche Hitze aus, dass die Arbeiter Asbestschutzanzüge und Schutzhelme tragen müssen. Nun beginnt die Einmauerung in den Kühlblock und die Keramisierung bei Temperaturen zwischen 650 und 800 Grad. Über Wochen und Monate wird nach der Keramisierung die Temperatur langsam gesenkt. Fortlaufende Temperaturmessungen an zahlreichen Punkten überwachen die gleichmäßige Abkühlung. Dies sind Aufnahmen vom ersten Schliff des Spiegels. Winzige Bruchteile eines Millimeters werden in einem genau berechneten Schleifvorgang abgehoben, häufig unterbrochen von Messungen der erreichten Hohlform. Das ist der über 2000 Meter hohe Calar Alto in Südspanien, wo der große Spiegel Ende 1981 aufgestellt werden soll. Heute sind hier schon eine Reihe anderer Instrumente versammelt. Hier die große Kuppel im Bau, die das neue Fernrohr aufnehmen wird. Der 3,5 Meter Spiegel soll die kleineren Fernrohre von 2,2 und 1,2 Meter Öffnung ergänzen, die hier seit einiger Zeit vom Max-Planck-Institut für Astronomie betrieben werden.
Das 2,2 Meter Teleskop. Es hat, wie fast alle modernen Spiegelteleskope, einen Gittertubus. In dem schwarzen Zylinder befindet sich der Fangspiegel. Über ein kompliziertes System von Spiegeln kann das Licht der Himmelsobjekte in einen tiefer gelegenen Raum geleitet werden, wo beispielsweise die Sternspektren untersucht werden. Links im Bild sieht man die vertikale Säule dieses Coudet-Spektrographen von 12 Meter Brennweite. Zahlreiche deutsche und ausländische Astronomen arbeiten am Calar-Alto-Observatorium als Gäste. Es ist ein weiter Weg von den ersten Sternwarten aus der Zeit vor der Erfindung des Fernrohrs bis zu den modernen astronomischen Instituten. Dies ist eine Sternwarte bei Neu-Delhi aus der Zeit um 1725, die vor allem dem Kalenderwesen diente. Hier die Sternwarte von Jaipur, die 1728 entstand. An ihr wurden mit einem Universalinstrument, das der Erbauer Jai Singh erfand, viele Koordinaten von Gestirnen bestimmt. Fernrohrlosen Sternwarten aus zurückliegenden Zeiten begegnen wir in Mexiko, Peru und China, in Usbekistan, in England, in Mittelasien und in Indien. An ihnen wurde teilweise hervorragende Arbeit geleistet. Die Uranienburg Tycho Brahes auf der dänischen Insel Hven ist ein erstklassiges Beispiel dafür. An ihr nahm Brahe 1580 mit einfachen Winkelmessgeräten so genaue Positionsbestimmungen des Mars vor, dass Johannes Kepler daraus rund 30 Jahre später seine Gesetze der Planetenbewegung ableitete. Tycho Brahe hatte auf seiner großen Sternwarte nur Winkelmessinstrumente zur Verfügung. Das Fernrohr kannte er noch nicht, denn es wurde ja erst 30 Jahre später erfunden. Diese Erfindung des Fernrohrs durch Galileo Galilei war ein Markstein für die gesamte Entwicklung der weiteren Astronomie. Was verdanken wir heute nicht alles diesem Fernrohr? Und heute kann sich auch jeder Amateur, den es danach gelüstet, ein derartiges Fernrohr beschaffen. Und er hat noch dazu den Vorteil, dass dieses Fernrohr ihm sehr viel mehr zeigt und dass es sehr viel besser ist als die Instrumente, die Galileo Galilei zur Verfügung hatte. Denn diese Fernrohre sind heute optisch und feinmechanisch weit überlegen. Optik und Feinmechanik verdanken in der Tat ihre Entwicklung zu einem großen Teil dem astronomischen Fernrohr, der Forderung nach immer besseren Objektiven und nach immer größeren Genauigkeiten. Astronomen und Fernrohre haben wir diese Folge unserer Sendereihe genannt und wir wollten Sie dadurch, genau wie mit den anderen Folgen, anregen, sich selbst mit der Astronomie zu beschäftigen, soweit Sie dies noch nicht tun. Und wenn Sie noch nie durch ein Fernrohr geblickt haben, dann sollten Sie jetzt vielleicht einmal zu einer Volkssternwarte gehen und sich dort in die astronomische Beobachtung einführen lassen. Vielleicht kommen Sie dann dazu, selbst einmal ein Fernrohr zu bauen oder zu kaufen und ein richtig gehender Amateurastronom zu werden. Denken Sie daran, viele Amateurastronomen haben bescheiden angefangen und haben es in der Astronomie dennoch zu großem Ruhm und großer Ehre gebracht. Zu dieser Sendereihe ist auch ein Buch mit dem gleichen Titel erhältlich, erschienen in der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Es hat 272 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen und kostet 34 Mark.
Musik